Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei mir hier hereinschaut. Und vielleicht seid ihr ja bereits mit mir von Lausanne, vom großen Genfer See bis hier hoch nach Bourg Saint-Pierre gekraxelt und seid genauso gespannt wie wir. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ganz einfach. Heute soll es auf den großen St. Bernhard Pass gehen und die große Frage ist: A. Hält das Wetter? B. Wo wird denn nun endlich dieser so lang gesuchte Pass liegen? Beziehungsweise wie kommen wir überhaupt dort hoch? Ja, und wenn wir dann dort oben sind, ja, wo geht's dann hin? Natürlich hinunter in den sonnigen Süden nach Italien, in das altehrwürdige Aosta. Wir sind jedenfalls schon ganz gespannt, ich hoffe ihr auch, und in diesem Sinne machen wir uns gemeinsam auf den Weg, den Wolken ein Stück näher. Glück oder verdienter Lohn, der Morgen begrüßt uns erneut mit seinem schönsten Lächeln auf zum definitiven Höhepunkt, dem großen St. Bernhard Pass. Ganz ehrlich, es ist fast so aufregend wie zu Weihnachten. Die seit Tagen gestellte Frage: Wo wird denn nun dieser Pass liegen? Wie kommen wir hoch? Und immer wiederholen wir den ganzen Vormittag diese Fragen. Wo, wie? Und dann, wir sind inzwischen fast auf 1700 Meter Höhe gestiegen, kommen wir um diese Ecke und uns bleibt die Spucke weg. Die Staumauer des Lac de Thoules vor diesem Bergmassiv. Echt beeindruckend. Kurz vor der Staumauer dann diese Ferienhäuschen. Hier Urlaub machen. Das wäre auch eine Art von Aussteiger. Aber wir haben ja ein anderes Ziel, also weiter geht's. Wir wollten uns Zeit für den Aufstieg nehmen und genießen. Jedoch, das geht gar nicht so einfach. Es klingt jetzt hier im Nachgang vielleicht völlig irre und ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie stark der Pass zieht. Stärker als jeder Magnet. Und an jeder Ecke sieht es anders schön aus. Ich könnte euch noch hunderte von solchen Fotos zeigen. Und dann begegnen wir einem weiteren Pilger. Ein Engländer, der tatsächlich an einem Stück von Canterbury nach Rom will. Hut ab! Schließlich erreichen wir die Schweizer Seite des St. Bernhard Autotunnels und dicke Wolken über den Bergen. Was tun? Warten oder weitergehen? Wir beschließen es zu versuchen. Zum Unterstellen ist sowieso nichts da. Es ist trotz der Wolken herrlich und trotz der Höhe heiß. Da es ja jetzt straff nach oben geht, erreichen wir die letzten Kühe, das letzte Gehöft. Haben wir es uns so vorgestellt? Nein. Es ist alles so faszinierend. Hier zu laufen ist ein Traum. Und die Fotos können das Gefühl leider gar nicht so wiedergeben. Mittlerweile, fast unmerklich, haben wir auch die Baumgrenze erreicht. Faszinierend. Immer wieder schweift der Blick. Zurück, nach oben. Und immer noch keine Vorahnung, wo der Pass liegt. Ist das spannend. Schließlich erreichen wir den ersten Lüftungsschacht des Autotunnels. Nach dem Lüftungsschacht geht es diesen schmalen Pfad ziemlich steil nach oben, dann eine lang gezogene Kurve und komisch bzw. schwer vorstellbar, plötzlich und völlig unerwartet kommt eine richtige Kältewand, also dicke Klamotten anziehen. Die parallel laufende Straße sieht ja auf den Bildern wirklich nahe aus. Wir merken jedoch kaum etwas davon. Es ist alles derart faszinierend und spannend. Man blendet die Geräusche der wenigen Autos tatsächlich völlig aus und kann die Natur und Sprödheit der Berge genießen. Dann kommen diese Treppen in Sicht. Das nächste geschichtliche Highlight. Diese wurden wirklich von den alten Römern hier angelegt und waren Teil ihrer alten Heer- und Handelsstraße. Denn der große St. Bernhard Pass ist eine der ältesten und wichtigsten Übergänge über die Alpen. Und an dieser Stelle möchte ich auf die bei St. Maurice erwähnte thebäische Legion zurückkommen.
Es soll sich dabei um Söldner aus den Wüsten Äthiopiens und Ägyptens gehandelt haben. Wie müssen sich diese Söhne der Wüste wohl hier oben gefühlt haben? Was haben sie empfunden? Zumal sie ja nicht solche tolle Wanderausrüstung wie wir heute hatten. Und keine Pension und so weiter zum Übernachten. Schon irre, was die Menschen damals geleistet haben. Manchmal sollte man schon etwas kleiner werden und in sich gehen. Am zweiten Lüftungsschacht finden wir dann diese Schutzhütte. Sollte man tatsächlich vom Unwetter überrascht werden, hier gibt es wirklich alles, um erstmal ein größeres Unwetter überstehen zu können. St. Bernhard, dem Patron der Bergsteiger und der Bergbevölkerung und seinen heimlichen Helfern sei gedankt. Und immer noch nichts vom Pass zu sehen. Es wird immer aufregender. Da plötzlich, zumindest ein Kreuz, das steht an der Straße für die Autofahrer. Wir schlagen jedoch noch einen Bogen und dann noch einen. Dann liegt im Gras das erste Schild als Hinweis auf das Hospiz. Es kann also nicht mehr allzu weit sein. Dann endlich, das erste Gebäude ist zu sehen. Ich kann euch sagen, Adrenalin pur dieser Anblick. Wir sind dem Pass zum Greifen nahe. Nur zum Greifen, denn wer hat schon so lange Arme? Also weiter nach oben gestiegen. Schließlich der erste Schnee. Vor 2 Stunden sind wir noch mit kurzen Hosen gelaufen. Einfach irre und verrückt das alles hier. Optik kann täuschen. Und wie? Von der Stelle, als wir zum ersten Mal die Häuser gesehen haben, brauchen wir immer noch eine ganze Stunde bis hierher. Jetzt ist das Ende allerdings wirklich klar und deutlich zu erkennen. Dann stehen wir wahrhaftig oben. Fragt mich nicht, wie sich das anfühlt. Unser Traum ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Wir sind aus eigener Kraft um den Genfer See durchs Rhonetal nach oben auf den Pass gestiegen. Phänomenal. Wir beziehen unser Zimmer und beschließen, jeder macht heute, worauf er Lust hat. So sehe ich mich zunächst im Hospiz um und genieße das ganze Flair hier oben. Es ist unbeschreiblich und irgendwie noch gar nicht real. Noch heute, wenn ich diese Fotos sehe, fehlen mir eigentlich die Worte. Ein Blick auf die wenigen Bernhardiner, welche noch hier oben sind, gehört natürlich auch dazu. Der Rest der Hunde ist inzwischen in Martigny. Schließlich kommt mir die Idee, auf dem Mont Fourchon zu kraxeln. Nur 2902 Meter. Leider musste ich erneut die Erkenntnis machen, in den Bergen kann man sich verdammt verschätzen. Leider muss ich irgendwann umkehren, denn das Abendbrot wartet. Beim Essen hier oben kommt mir wieder einmal die Erkenntnis, umso bescheidener die Portion, umso größer der Preis. Aber egal, es sind für den Pass geradezu hochsommerliche Temperaturen von +9 Grad. Lacht nicht. Schnee im August ist hier nicht unnormal. Also ist es viel zu schade, um heute zeitig ins Bett zu gehen. Die Neugier zwickt. Folgt mir also noch auf meinen ersten kleinen Erkundungsspaziergang nach Italien. Dem Schutzpatron des Passes müssen wir selbstverständlich auch Hallo oder besser Buonasera sagen. Und dort soll es dann morgen runtergehen. Sieht das spannend aus. Und die Neugier ist groß. Aber heute ist heute und heute bin ich hier oben. Der neue Tag lacht und strahlt so schön er kann. Machen wir uns auf den Weg zur ersten Etappe in den sonnigen Süden nach Italien. Der richtige Weg ist wegen Bauarbeiten gesperrt, so nehmen wir den Weg um den See herum, der ist nicht minder schön. Dann stehen wir an den Grenzsteinen. Ein eigenartiges Gefühl, kann ich euch sagen. Wir als gelernte DDR-Bürger überqueren die Grenze Schweiz-Italien zu Fuß auf einer Wanderung. Irre. Und das geht so einfach.
noch ein Blick auf den gestern unerreichbaren Montfaucon und dann widmen wir uns wieder dem Hier und Jetzt. Interessant zu sehen, wie die Straße gebaut wurde, aber diese ist natürlich für uns keine Option. Wir machen uns, nicht ohne vorher vom Rand des Plateaus noch einen Blick ins Tal und auf die Überreste der alten römischen Siedlung geworfen zu haben, auf den Weg zu unserer alten römischen Heerstraße zum Abstieg. Klar, der Marsch gestern mit dem Pass als dem Ziel ist das heute nicht. Schließlich liegt der Magnet jetzt hinter uns. Dennoch ist es unheimlich schön. Irgendwie kommen mir unterwegs auch alle möglichen alten italienischen Filme, die ich in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe, in den Sinn. Das sieht hier ja wirklich so aus, man soll es nicht glauben. So erreichen wir das erste italienische Haus und das ist genauso schnell wieder in unserem Rücken. Viel schneller als beim gestrigen Aufstieg erreichen wir die Baumgrenze, drehen uns zum letzten Mal um in Richtung Berge und weiter geht es hinab in den sonnigen Süden. Irgendwo da unten liegt Aosta, unser Ziel für dieses Jahr, welches wir morgen erreichen wollen. Doch zunächst kommen wir im ersten italienischen Dörfchen an, Saint-Rémy-en-Bos. Was wir ganz besonders genießen: überall hängen diese Miniaturen von Pilgern. Das tut so gut und ist so schön. Diese Pilgerroute lebt also tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir sind inzwischen ein kleiner Teil dessen. Dennoch kurz die Kirche angesehen und dann ade, du liebliches, schönes Dörfchen. Unser Weg führt uns immer weiter. Mit Staunen sehen wir ein Stück weiter. Es gibt Wassergräben wie die uns bekannten aus dem Erzgebirge. Höchst interessant. Und sie werden uns heute noch öfter begegnen. Schließlich öffnet sich das Tal immer weiter und wir erreichen mit Etrublé die erste größere Ortschaft Italiens. Neben der Skulptur für Pilger fällt auch hier auf viel Kunst im öffentlichen Raum. Das ist wirklich imposant. In einem der örtlichen Lokale gibt's Bier, welches den Namen unserer Tour trägt. Das ist völlig verrückt. Da können wir nun wirklich nicht Nein sagen. Schließlich liegt Kilometer später Chinon uns zu Füßen. Unsere letzte Übernachtung wartet hier auf uns. Wir sehen zwar inzwischen aus wie Geschwister von Robinson Crusoe, als wir jedoch als deutsche Pilger erkannt werden, sind wir die Könige des Hotels und der Gaststätte, haben jede Menge Spaß mit dem Kellner Mario und dieser bringt uns spielerisch die ersten italienischen Worte bei. Am frühen Morgen der Weg nach Aosta. Es ist so unwirklich und unglaublich. Es ist wie Fliegen und alles geht von alleine. Und dann, da steht tatsächlich das Ortseingangsschild von Aosta. Unglaublich. Wir haben es wirklich und wahrhaftig geschafft, unseren Traum zu realisieren. Wir sind knapp 200 Kilometer über den dritthöchsten Schweizer Alpenpass herunter nach Aosta gelaufen. Himmlisch. Jetzt noch über einen kleinen Weinberg. Dann liegt die Stadt im Talkessel vor uns. Auf dem letzten Abstieg hinunter in die Stadt erneut diese uns schon bekannten Pilgerfiguren zur Begrüßung. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Noch ein kleines Stück und wir erreichen den Rand des Stadtzentrums. Die letzten hunderte Meter in die historische Altstadt hinein. Es fühlt sich wie ein wahrer Triumphmarsch an.
Am alten römischen Stadttor beschließen wir jedoch, wir trennen uns. Jeder möchte etwas anderes sehen und bis zur Rückfahrt mit dem Bus sind nur noch 3 Stunden Zeit. Mich reizt die altehrwürdige Geschichte. So gönne ich mir einige der sehenswertesten Bauten der Stadt. Das alte römische Theater. Ich hätte können stundenlang dort drin bleiben, was es nicht alles zu sehen gibt, und aus jeder Ecke sieht es anders schön aus. Aber auch der imposante Triumphbogen für Kaiser Augustus wartet. Etliche historische und spannende Kirchen. Jede Menge alte, schöne Gassen. Na, und das Flair sowie die entspannten Menschen dieser Stadt. Schließlich entdecke ich am Bahnhof einen ganz alten Bekannten. Hier steht doch tatsächlich die Statue von Kaiser Augustus, welcher mich schon im DDR-Geschichtsbuch der Klasse 5 fasziniert hat. Schön, ihn ausgerechnet zum Abschluss hier entdeckt zu haben. Ja, und dann geht alles ganz schnell. Der Bus mit einem nur zu bekannten Logo kommt, wir müssen einsteigen und es geht Richtung Heimat. Mir geht es wirklich nicht gut damit und ich habe ganz schön Bauchschmerzen. Am liebsten wäre ich gleich am Stück weiter bis Rom gelaufen, aber das geht nicht. Wie sich jedoch in einem Jahr die Dinge weiterentwickeln, ob wir durchs Aostatal und die darauf folgende Po-Ebene laufen werden, in Kürze werde ich es euch verraten. Habt noch ein wenig Geduld. Ich freue mich auf euch. Bis bald.